ist ein Feiertag in Deutschland. Das ist der Tag der deutschen Einheit. Mein Mann ist also zu Hause. Wir sind jetzt nicht zu Hause, aber er arbeitet nicht heute. Deshalb haben wir beschlossen, den Tag draußen zu verbringen, obwohl es ein bisschen kalt ist. Und ich werde euch zeigen, wo wir hingehen und werde versuchen, deutlich zu sprechen, damit auch Anfänger mein Deutsch verstehen können. Und falls ihr mich nicht kennt, mein Name ist Mohadesse, ich komme aus dem Iran, aber ich bin Deutschlehrerin und wohne in Deutschland. Hier in diesem Kanal sprechen wir über verschiedene Themen auf Deutsch und versuchen unsere Sprachkenntnisse durch Zuhören, Zuschauen, Sprechen und Genießen zu verbessern. Falls ihr an solchen Inhalten interessiert seid, bitte vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Dankeschön. Wir sollten unseren Tag mit gutem Kaffee beginnen, sonst wird es kein guter Tag. Und seid ihr auch der Meinung, dass Kaffee im Herbst besser schmeckt? Der Tag der deutschen Einheit wird jedes Jahr am 3. Oktober gefeiert. Es erinnert an die Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland 1990 nach Jahrzehnten der Teilung. Heute ist Nationalfeiertag und die Leute gehen nicht zur Arbeit. Wir nutzen diese Gelegenheit, um etwas Zeit miteinander zu verbringen. Unsere derzeitige Lieblingsbeschäftigung ist Radfahren. Vor allem da wir wissen, dass wir es bald wegen des kalten Wetters nicht mehr tun können. Wir haben diesen Weg gerade entdeckt und er ist wie der Weg zum Himmel. Der Herbst ist wirklich eine fantastische Jahreszeit. Es gibt hier viele dieser Pilze und ich glaube, sie könnten giftig sein. Wir sind in einem Gebiet in der Nähe eines Sees angekommen. Aber leider kann man dieses Gebiet nicht betreten. Aber dieser See sieht wirklich wunderschön aus. Aber dieser Ort ist ideal für einen Spaziergang. Wir trafen einige andere Leute, die hier mit ihren Hunden spazieren gingen. Und alle waren sehr freundlich. Unser Hund, unsere Hündin, genießt diesen Spaziergang sehr. Es ist tatsächlich ein wunderschöner Tag. Es ist nicht sehr kalt, aber wenn der Wind weht, wird es eiskalt. Was ich an Deutschland mag, ist, dass in fast jeder Stadt in der Nähe Naturgebiete gibt und man kann wandern und die Natur genießen. Ich habe für meinen Mann einen Wildblumenstrauß gemacht. Es ist wirklich wunderschön geworden, nie? Ich hatte uns 2 Sandwiches gemacht und da ich wusste, dass Pani welche haben wollte, habe ich ihr auch ein Leckerli mitgebracht. Ich glaube, sie ist sehr glücklich darüber. Auf dem Heimweg sind wir über diesen Flohmarkt gestolpert. Flohmärkte sind in Deutschland sehr verbreitet. Die Leute verkaufen dort Sachen, die sie nicht mehr brauchen, zu sehr vernünftigen Preisen. Man kann manchmal sehr schöne, wertvolle oder nützliche Dinge zu guten Preisen finden. Manche Sachen hier stammen aus einigen Jahrzehnten. Es macht wirklich Spaß, hier zu schlendern. Die Deutschen haben dafür sogar einen eigenen Begriff: Flohmarktbummel. Ich persönlich finde es sehr unterhaltsam. Habt ihr schon einmal etwas auf einem Flohmarkt gekauft?
Jetzt sind wir zu Hause und nach einem heißen Bad tut jetzt ein heißer Kakao richtig gut. Ich liebe gemütliche Abende an Feiertagen. Und nach etwas Ruhe arbeite ich jetzt ein wenig. Wenn ich das nicht mache, werde ich hinter meinen Zeitplan zurückfallen und das verursacht Stress. Seid ihr auch so, dass ihr eure Arbeit immer rechtzeitig oder sogar vor der Frist erledigt, damit ihr euch nicht mit Stress und Druck herumschlagen müsst? Und nach einigen Stunden Arbeit, einem köstlichen Abendessen und etwas Ruhe haben wir am Abend eine plötzliche Entscheidung getroffen. Dieses Zimmer in unserem Haus ist leer und die Wandmalerei ist schrecklich. Wir haben beschlossen, die Wände zu streichen. Warum nicht? Wir hatten die Farbe bereits gekauft und jetzt, wo wir Freizeit haben, können wir es endlich tun. Also haben wir angefangen zu streichen. Und das ist das Ergebnis, das ich am nächsten Morgen filme. Es muss an einigen Stellen noch gestrichen werden, aber wir sind mit dem Ergebnis zufrieden. Gestern war wirklich ein sehr produktiver Tag. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und dieses Video zu liken. Danke, tschüss, bis zum nächsten Video.